mein Lieber, und herzlich willkommen zurück in unserer V-Grow. Und das Gejaule, was du hier im Hintergrund hörst, das ist der Natural Wind Modus, mit dem die V-Grow kommt. Und den sieht man hier gerade mal live in Aktion. Die V-Grow macht hier gerade ein bisschen Wind, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich wollte euch nach dem Aufbau in der ersten Episode und nachdem wir den Autopiloten eingerichtet haben, mal ein kurzes Update geben und euch zeigen, wie sich unser Setup hier in den ersten Tagen bewährt hat. Wir haben schon die ersten Änderungen vornehmen müssen. Da komme ich gleich zu. Aber hier seht ihr mal unsere Guavi. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie sie aussieht. Fühlt sie sich wohl oder fühlt sie sich nicht wohl? Ja, der Start in unser V-Grow, der verlief erstmal reibungslos. Wir haben ja hier unsere GrowCam installiert und die GrowCam dokumentiert alles automatisch. Wir können Tag und Nacht beobachten. Wir können beobachten, wie die Pflanze sich im Laufe des Tages bewegt und verhält. Ja, Pflanzen leben und bewegen sich. Das gucken wir uns gleich mal im Zeitraffer an. Dazu die Dochtbewässerung, die hier unten drin ist. Die habt ihr ja im ersten Video schon gesehen. Die Dochte funktionieren überraschend gut, muss ich sagen. Tatsächlich funktionieren die sogar ein bisschen zu gut. Das System war zu effizient, würde ich sagen. Unsere Pflanze, wie man hier sehen kann, die ist noch relativ klein. Wir haben hier einen 11-Liter-Topf, der wurde natürlich vorher bewässert. Und weil die Pflanze so klein ist, braucht die natürlich auch noch nicht so viel Wasser. Und mit der Dochtbewässerung, die wir hier unten drin haben, hat der Topf meiner Meinung nach in den letzten 2-3 Tagen ein bisschen viel Wasser erhalten. Und wenn ihr euch hier mal die Zeitrafferaufnahmen anseht, dann werdet ihr feststellen, dass die Pflanze das nicht so gut fand. Und weil die das nicht so gut fand, hier sieht man deutlich nämlich, wie sie die Blätter hängen lässt. Und das ist relativ schnell gegangen. Also es hat 1-2 Tage gedauert, dann hat sie damit angefangen. Und genau deshalb habe ich jetzt erstmal die Dochtbewässerung von der Betankung hier unten entfernt. Und die Pflanze sieht jetzt meiner Meinung nach schon ein bisschen besser aus. Wir sind jetzt also einen Tag, nachdem wir die Dochtbewässerung entfernt haben. Mein Lernmoment dabei ist, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut hier in der V-Grow. Ich habe allerdings nicht bedacht, dass die Pflanze viel zu klein ist für das Dochtbewässerungssystem. Und auch wenn ihr euch so eine V-Grow holen solltet, Links gibt es übrigens in der Videobeschreibung. Gerne mal da reingucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Jedenfalls, wenn ihr euch so eine Box holt und ihr packt hier eine kleine Pflanze ran, würde ich empfehlen, dass ihr die Dochtbewässerung am Anfang erstmal weglasst, beziehungsweise den Tank nicht mit Wasser füllt. Ne? Ich habe den ja gleich am Anfang mit Wasser befüllt. Das würde ich jetzt erstmal sein lassen. Damit verzögert sich natürlich auch der Einbau unseres Flex-Feed-Drip-System, was wir noch dazu bekommen haben. Das macht bei so einer kleinen Pflanze natürlich im Moment noch nicht so viel Sinn. Wir sind heute, wie gesagt, 5 Tage, nachdem wir die Pflanze hier in das V-Grow gesetzt haben. Am gestrigen Tag, also am Anfang des 4. Tages, habe ich die Dochtbewässerung entfernt, weil die Pflanze in den Zeitrafferaufnahmen doch sehr die Köpfe hat hängen lassen. Und ich wollte da halt ein bisschen gegenarbeiten. Ne? Also Lernmoment für mich, wie gesagt, automatische Dochtbewässerung in Zukunft erst später rein. Ansonsten bin ich von der V-Grow schwer begeistert. Ihr könnt in der App jederzeit die Live-Daten sehen. Wie ist der VPD in eurer Box? Wie ist die Temperatur in eurer Box? Wie ist die Luftfeuchtigkeit in eurer Box? Ich blende euch das hier mal ein. Und was auch wirklich sehr, sehr cool ist, ist, dass man nicht nur
die Werte sehen kann, sondern man kann die natürlich auch beeinflussen, weil ihr hier in der App Auslöser sozusagen definiert, nach denen eure Peripheriegeräte hier anfangen zu arbeiten. Also wenn man beispielsweise eine Zielluftfeuchtigkeit hat, die man da einstellt, dann wird ab einem gewissen Wert, der überschritten wird, hier drin die Abluft anspringen und die heiße Luft, die feuchte Luft aus der Box rausziehen und frische Luft nachziehen. Hierzu hat die Box 2 Sensoren. Einmal gibt es hier den Sensor in der Box. Der kommt übrigens mit der Vigro, den müsst ihr nicht extra kaufen. Alles, was hier steht, ist so im Paket dabei. Das finde ich halt auch ziemlich cool, dass die Box ziemlich komplett kommt, inklusive diesem Sack hier. Dünger ist dabei, sogar ein Kokosbrikett, den wir hier eingemixt haben, ist dabei. Also wirklich, wirklich eine feine Sache. Das ist wie gesagt der erste Sensor. Der zweite Sensor befindet sich auf der Rückseite der Box außen. Hier oben. Und weil der da oben ist und das Oberteil der Vigro im Tagesbetrieb natürlich ein bisschen wärmer wird, weil da die Lampe drin ist und die auch Abwärme produziert, hat der Sensor in der App bei mir, ja, ich möchte sagen, falsche Werte ausgespuckt. Der misst nämlich da oben die Temperatur, die deutlich höher ist, wie die Raumtemperatur hier im Raum. Deswegen habe ich den Sensor für meine Bedürfnisse angepasst. Ihr könnt in der VivoSun-App diese Werte anpassen und könnt den Sensor nach euren Bedürfnissen kalibrieren. Ich habe dafür da unten in der Ecke ein Thermometer hingestellt, weil der da unten die frische Luft reinzieht. Und ich habe mal eine Stunde oder zwei gemessen, wie da die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit ist. Und habe diesen Wert als mein Standardwert für die umgebende Raumtemperatur eingetragen. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich das Gefühl, kann die Vigro deutlich besser das Raumklima hier drin kontrollieren. Also Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und VPD sehen wirklich gut aus soweit. So Leute, und so sieht das heute in der Vigro aus. Ihr habt ja gerade den Timelapse gesehen. Das waren die letzten 10 Tage. Die Pflanze ist jetzt 10 Tage alt und laut Plan ist es jetzt Zeit, das Netz einzuziehen bzw. die Pflanze zu toppen. Ich bin mir da nicht so sicher, Leute. Wie seht ihr das? Wollen wir sie schon toppen? Oder noch nicht? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe zwischen den beiden Timelapses, die ihr in den Videos gesehen habt, übrigens das Dochtbewässerungssystem wieder angebaut. Die Pflanze war mir dann doch groß genug nach einer gewissen Zeit. Und ich finde, sie sieht sehr gesund aus jetzt. Was wir auch noch gemacht haben, ist das Wasser im Reservoir nochmal getauscht. Ich habe den pH-Wert und den EC-Wert angepasst. Ich blende euch hier mal die Werte ein. Das sind also die aktuellen Werte, die wir hier fahren in unserer Box. Und mir bleibt nicht viel zu sagen, außer dass ich hier den Temperatursensor nochmal anders platziert habe. Der war ja vorher hier unter der Kamera platziert.
Und das hat verfälschte Werte abgegeben, weil die Kamera doch ganz schön Wärme produziert. Und deswegen hängt er jetzt hier frei im Raum. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ich update euch natürlich, sobald ich diese Pflanze hier toppe. Ach ja, wer nicht regelmäßig Zeit hat, hier vorbeizuschauen, ihr könnt ja gerne mal in den Shorts gucken. In den Shorts veröffentliche ich alle Timelapse-Aufnahmen dieser Pflanze. Also wer Bock hat, sich das Leben dieser Pflanze im Timelapse anzugucken, schaut mal in meinen Shorts vorbei. Ne? Okay, das war's. Ich will nicht zu weit rumlabern. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, euer Buberts Brudi.